Die letzten beiden Videos, in denen ich Vergleiche zwischen früher und heute gezeigt habe, sind bei meinen Zuschauern sehr beliebt gewesen und da möchte ich bei dieser Gelegenheit einfach mal Danke sagen für den Zuspruch und die freundlichen Kommentare. Heute zeige ich einen dritten Teil und mache es wieder so. Erst zeige ich das alte Foto und wer den Aufnahmeort rätseln möchte, kann das Video pausieren und sich danach die Auflösung anschauen. Auf einer Transportfahrt fährt hier an einem trüben Julitag im Jahr 2000 eine Tatra-Doppeltraktion aus der Jahnallee in die Haltestelle Görtlering ein. Auch neben der Straßenbahn finden sich auf dem Bild einige interessante Details. Da wäre zum Beispiel der VW-Verkehrsfunkwagen im Hintergrund oder der NGT8 auf der Linie 24 am rechten Bildrand, der gerade nach rechts in die Pfaffendorfer Straße abbiegen will. Das Haltestellenschild verrät, dass von diesem Gleis hier nicht weniger als 8 Linien fuhren, die meisten davon jedoch nur alle 20 Minuten. Und da ist natürlich die bekannte Fußgängerbrücke, die nicht nur bei Straßenbahnfreunden wegen ihrer Aussicht über die verkehrsreiche Kreuzung beliebt war. Der Blick geht vom damaligen Gleis 3 in Richtung Jahnallee, den heutigen Rannstädter Steinweg. Die Fußgängerbrücke führte in Nord-Süd-Richtung vom Ringmesserhaus zum Richard-Wagner-Platz und von dort in Ost-West-Richtung zur Ecke von Jahnallee und Görtlering. Ursprünglich sollte sie auch die Jahnallee und die Pfaffendorfer Straße überqueren, jedoch wurden diese beiden Seiten des Vierecks nie gebaut. Die Brücke wurde 2004 abgerissen. Seitdem ist die Kreuzung nur noch ebenerdig an Fußgängerampeln zu queren. 2020 wurde schließlich auch die Haltestellenanlage umgebaut und hat seitdem 3 Bahnsteige mit 4 Gleisen, ähnlich der Haltestelle Hauptbahnhof. Auch die Zahl der hier fahrenden Straßenbahnlinien hat sich mit der Einführung des neuen Netzes 2001 deutlich verringert. So fährt nun zum Beispiel die Linie 12 anstelle der Linien 20 und 24 durch die Pfaffendorfer Straße nach Gohlis Nord. Die Vergleichsaufnahme ist aus einem etwas anderen Winkel entstanden. Der ursprüngliche Standort wäre jetzt mitten auf dem Gleis. Durch die neue Anordnung der Gleise und Bahnsteige wirkt die Haltestelle recht geräumig, trotzdem kann es hier im Berufsverkehr oder zu Fußballspielen sehr voll werden. Für das nächste Bild gehen wir ein Stück weiter nach Osten. Hier sehen wir die Ecke von Wurzner und Hermann-Liebmann-Straße an der Grenze der Stadtteile Reutnitz und Volkmarsdorf. Aus der Hermann-Liebmann-Straße biegt im Oktober 2000 eine Tatra-Doppeltraktion auf der Linie 27 von Schönefeld kommend in die Wurzner Straße ein, um in Richtung Innenstadt und weiter zum Straßenbahnhof Leutsch zu fahren. In der Fahrerkabine sehen wir eines der damals üblichen Schilder, die auf eine Umleitung hinweisen. Nach rechts führt übrigens die Strecke der damaligen Linie 6 in Richtung Paunsdorf. Die Experten haben es bestimmt bemerkt und die Älteren unter uns werden sich erinnern, die Linie 27 gehörte eigentlich nicht hierher und diese Kurve wurde im Normalfall nur von Linie 22 befahren. Was der Grund für die Umleitung der 27 war, weiß ich leider nicht mehr, aber es wird eine planmäßige Umleitung wegen einer Baumaßnahme gewesen sein, sonst hätte der Fahrer kein Hinweisschild dabei gehabt. Die Linie 22 wurde im Mai 2001 eingestellt und weitgehend durch die Buslinie 70 ersetzt. Damit verlor dieser Teil der Hermann-Liebmann-Straße seinen Linienverkehr und die Straßenbahnstrecke wurde schließlich 2003 stillgelegt. Die Linie 6 wurde hier ebenfalls 2001 durch die bis heute fahrende Linie 7 ersetzt. Die stillgelegten Gleise sind längst abgebaut und die Kreuzung wurde mit einer Ampelanlage ausgerüstet. Passend zur damals umgeleiteten 27 sehen wir hier eine wegen einer Baustelle umgeleitete Linie 4 in Richtung Innenstadt fahren. Die Haltestellen, die sich 2000 noch jeweils vor der Kreuzung befanden, wurden auf die nordöstliche Seite der Kreuzung verlegt und mit barrierefreien Bahnsteigen ausgestattet. Nur wenige Schritte von der gerade eben gezeigten Kreuzung ist dieses Bild eines modernisierten Tatra-Zugs auf Linie 6 entstanden. Er kommt aus Sommerfeld und fährt weiter über den Hauptbahnhof und die Waldstraße zur Endstelle Gohlis-Landsberger Straße und trägt noch die helle Lackierungsvariante, die die Tatra-Wagen bei ihrer Modernisierung ursprünglich erhielten. Im Jahr 2000 zeigten sowohl viele Häuser als auch Gleise und Straße einigen Sanierungsbedarf. Die Aufnahme entstand ungefähr an der Einmündung der Juliusstraße, etwa am Ende der heutigen stadteinwärtigen Haltestelle. Die Vergleichsaufnahme habe ich jedoch ein paar Meter weiter aufgenommen, sonst wäre nur ein Verkehrsschild formatfüllend im Bild zu sehen.
Auffallend ist, ein Teil der Gründerzeithäuser wurde zwischenzeitlich abgerissen und die entstandene Lücke mit einem Kindergarten bebaut. Das Haus, das 2000 noch die auffallenden roten Fensterbänder hatte, ist nun das vorderste aus der ursprünglichen Häuserzeile neben dem Neubau. Davor fährt eine Leoliner Doppeltraktion auf Linie 7 in die Haltestelle Wiebelstraße ein. Ich hoffe, euch hat diese kleine Zeitreise wieder gefallen, auch wenn es diesmal nur eine kurze Episode war. Und ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.